Hallo meine Lieben, in diesem Procreate Basics Video werde ich euch zeigen, wie die ganzen Gesten funktionieren und welche Einstellungen ihr bei der Gestensteuerung vornehmen könnt und mehr dazu gleich nach dem Intro. Kommen wir zuerst zu den Gesten. Man könnte per se auch mit den Fingern zeichnen, radieren. Ich habe das für mich aber ausgeschaltet und zwar in den Einstellungen bei der Gestensteuerung hier im allgemeinen Teil. Da habe ich Touch-Aktionen deaktiviert. Ich finde das für mich einfacher. Da müsst ihr für euch so ein bisschen rausfinden, wie ihr am besten arbeiten könnt. Wenn ihr mit 2 Fingern auf den Bereich geht, dann könnt ihr hier vergrößern und verkleinern oder ihr könnt das Ganze auch drehen und es bleibt dann. Wenn ihr rausgezoomt habt und gerne wieder reinzoomen möchtet, dann macht ihr ganz einfach ein schnelles Zusammenschnappen und wenn ihr dann wieder ein schnelles Auseinanderschnappen macht, dann geht es zurück auf den Zoom-Level, den ihr vorher hattet. Wenn ihr hier jetzt etwas zeichnet und das rückgängig machen wollt, dann könnt ihr einfach mit 2 Fingern drauf tippen, dann ist es weg. Wenn ihr alles löschen wollt, bleibt ihr einfach drauf, dann ist alles weg. Oder wenn ihr sagt, das war doch gut, dann könnt ihr mit 3 Fingern drauf und auch hier, wenn ihr drauf bleibt, kommt alles wieder. Eine andere Möglichkeit, aber Achtung, da löscht ihr dann wirklich alles, was auf dem Canvas drauf ist. Wenn ihr mit 3 Fingern hin und her wischt, dann ist komplett diese ganze Ebene, auf der ihr jetzt gerade seid, ist dann komplett leer. Wenn euch jetzt stört, dass ihr von diesem Canvas die Leiste seht und da gerne arbeiten möchtet, ohne dass ihr diese Bedienungsleiste seht, dann geht ihr ganz einfach mit 4 Fingern drauf. Dann wird euch das Ganze so angezeigt und dann könnt ihr auch mit 4 Fingern es wieder zurückholen. Wenn ihr mit 3 Fingern nach oben wischt, dann kommt das Menü Ausschneiden, Kopieren, alle kopieren, einfügen oder ausschneiden und einfügen oder kopieren und einfügen. Das sind die Möglichkeiten und dann könnt ihr einfach wieder auf den Canvas drauf tippen mit einem Finger und dann ist es wieder weg. Hier noch zu der Pinselgröße. Wenn ihr die Pinselgröße einstellt, seht ihr, dass die doch schon sehr schnell hin und her geht. Wenn ihr wollt, dass ihr kleinere Abstufungen habt, dann geht ihr einfach raus und dann seht ihr mir 23, 22, 21. Also das geht viel langsamer, wenn ich das hier mache, als wenn ich hier direkt auf der Leiste drauf bin. Dasselbe natürlich auch mit der Deckkraft. Da könnt ihr so langsamer hin und her fahren. Dann kommen wir zu den Ebenen. Wenn ich jetzt mehrere Ebenen habe, ich habe jetzt einfach ein paar dazugefügt, wenn ich diese Ebenen alle zusammenfügen will, dann gehe ich mit einem Finger auf die oberste und mit dem Daumen zum Beispiel auf die unterste, von denen die ich zusammenfügen will und ziehe die so zusammen und dann werden die zusammengefügt. Wenn ich mit 2 Fingern auf eine Ebene gehe, dann kommt sofort dieses Select-Menü. Wenn ich mit 2 Fingern nach rechts fahre, geht die Ebene sofort in den Alpha-Lock-Modus. Den kann ich aufheben dadurch, dass ich auch das nochmal wiederhole. Wenn ich mit 2 Fingern nur draufklicke, dann kommt sofort die Deckkraft, die ich hier mit dann hin und her swipen quasi einstellen kann. Dann muss ich hier wieder auf dieses Menü draufklicken, um rauszukommen. Und das sind so die Basisgesten, die ihr beim Bearbeiten verwendet. Ihr könnt es für euch aber auch weiter einstellen. Das heißt, ihr geht hier auf Aktionen, dann hier bei den Einstellungen geht ihr auf die Gestensteuerung. Und da könnt ihr wirklich für Wischfinger, für Löschen, für unterstützendes Zeichnen, Pipette, Quick Shape, Quick Menü, Vollbild, Ebene leeren, Kopieren und Einfügen, Ebenenauswahl und allgemein
könnt ihr einzelne Einstellungen vornehmen. Nehmen wir zum Beispiel das Löschen. Hier könnt ihr zum Beispiel sagen, das soll es nur beim Berühren machen oder das soll es nur mit dem Apple Pencil machen oder wenn ich auf dieses Symbol hier drüben gehe. Also das heißt, hier könnt ihr wirklich für all das, könnt ihr das für euch so einstellen, wie das für euch am besten passt. Vielleicht noch zum Quick-Menü, wenn ich hier sage, zum Beispiel berühren, eine Fingerberührung öffnet das Quick-Menü. Wenn ich jetzt auf den Canvas klicke, dann kommt hier dieses Quick-Menü hoch. Das könnt ihr effektiv selber auch einstellen. Das heißt, wenn ihr da draufklickt oder tippt und drauf bleibt, kommt diese Auswahl und da könnt ihr dann auswählen auf diesem Punkt, was ihr da machen soll und dann beim nächsten und so könnt ihr das individuell für euch auch anpassen. Ihr braucht hier bei diesen Gesten auch gar nicht allzu viel einzustellen. Wie gesagt, was ich für mich gemacht habe, ist, dass ich diese Touch-Aktionen deaktiviert habe. Trotzdem funktionieren die einfachen Gesten wie eben dieses Löschen funktioniert hier immer noch. Und auch eben diese 4 Finger, 2 Finger, also das funktioniert alles, aber eben nicht die Zusatzfunktionen und ich finde es angenehmer, aber stellt es einfach für euch so ein, wie das für euch am besten funktioniert. Vielleicht noch ein Tipp, ich hatte bei mir immer wieder das Thema, dass plötzlich, auch wenn ich zeichnen wollte, dass plötzlich hier der Radiergummi eingestellt war, ohne dass ich irgendwas gemacht habe und ich habe am Anfang nicht gemerkt, was es ist. Der neuere Apple Pencil ist effektiv so, dass er, wenn ihr da doppelklickt, dann geht der rüber zum Löschen und wieder zurück zum Pinsel. Und das fand ich extrem irritierend. Das müsst ihr in den iPad-Einstellungen beim Apple Pencil selber machen, dass ihr da einfach das Häkchen rausnimmt, dass genau diese Funktion dann deaktiviert wird. Aber das war eigentlich auch schon alles zu den Gesten und Einstellungen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Informationen waren hilfreich für euch. Wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!